Hallo ihr lieben Fische, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 1 bis 2 Monate für euch. Was darf ich eurem Kollektiv weitergeben? Was sind energetische Themen, die in der Luft liegen? Wir haben zwei, die hatte ich schon beim Steinbock. Es geht um eine Art Auferstehung, es geht um eine Energetisierung, es geht um ein Zurückkehren zur eigenen Lebensenergie. Es geht um einen Zyklus, der zu Ende geht und ein neuer beginnt, und genau dieser führt euch hier zur Selbstzufriedenheit. Schauen wir ein bisschen genauer. Ja, hier ist es so, dass ihr lernt, eure eigene Kraft wieder aufzubauen, Verteidigungsmechanismen zu haben, Muster zu überwinden, die euch ja im Prinzip ständig in den Weg gestellt worden sind und immer als Hindernis erkannt, aber nie drüber gekommen. Hier findet ein Reinigungsprozess statt. Und dieser Prozess lehrt, die eigenen Kräfte wieder aufzubauen und zu energetisieren, irgendwo auch wieder für etwas zu brennen, ein Feuer zu entfachen und aus seiner eigenen Kraft raus zu handeln. Hier ist etwas, das sich so verändert, dass ihr eine neue Schwelle betritt. Mit dem Pelikan lasst ihr etwas endgültig zurück und steht für etwas anderes wieder auf. Von hier aus erlebt ihr auch wieder mehr Führung und spürt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Hier sind neue Aufgaben und neue Herausforderungen. Es ist Zeit, dass ihr nach vorne guckt, ne? Hier ist viel Gutes, Neues, was euch wieder mehr auch verbindet mit allem, denn ihr endet hier im Thema Selbstzufriedenheit und da kümmert ihr euch um euch, sucht euch euren Platz, säubert euer Nest, macht Reserven für die Zukunft. Da ist viel mehr Freiheit auch. Da habt ihr die Zeit, euch zu hegen und zu pflegen und dieses Gefühl zu haben, ich und alles, was um mich ist in Ordnung. Der Hamster lebt ja auch unter der Erde im Prinzip, und da ist es eben nicht so Zeit für das Außen, sondern da geht man nach innen. Man kommt mit sich selbst ins Reine und ja, man hat so dieses Gefühl auch der Selbstgenügsamkeit. Finde ich, das ist ein großes Geschenk. So, dann schauen wir ein bisschen weiter. Was darf ich euch weitergeben? Ihr habt hier schon mal die Blumen. Hier sind Entscheidungen, Möglichkeiten, neue Wege, die euch irgendwie wie ein Geschenk daherkommen. Ich habe aber auch mehrere Wege, mehrere Möglichkeiten und etwas passiert so, wie ihr es euch gewünscht habt. Das Außen spielt ja eine große Rolle. Hier habt ihr ja das Ding, komm mit dir selbst ins Reine und zieh dich mal ein bisschen zurück. Aber die Möglichkeiten, die hier kommen, das sind keine, die ihr so aussucht, sondern da wird euch was angeboten. Da nimmt man euch wahr und bietet euch etwas an, das euch auch wieder zur Vitalität zurückführt und zur eigenen Lebensenergie oder auch langfristig neue Wege mitbringt, wo man sagt, hier, ich fühle mich gut. Ich habe im kleineren Bereich wieder Möglichkeiten auch aufzutanken. Hier sind die Glücksmomente, hier ist kreative Energie. Ihr habt ja auch auf jeden Fall sehr genesende Energie. Es können hier Angebote auch von anderen Damen kommen, oder ihr habt hier Mütter, die speziell auch einschreiten für euch einstehen, euch auf eurem Weg weiterhelfen. Oder ebenso Personen, die dieses Mütterliche ein bisschen vermitteln. Ihr könnt Frieden schließen mit einem Thema,
auf familiärer Ebene, vielleicht auch mit Personen aus der Vergangenheit, dass ihr da andere Wege findet, mit denen umzugehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, was hier ist, das ganze Familiensystem mit entlastet. Ihr habt die Häuslichkeit, das Zuhause, das Umfeld. Falls hier ein oder anderer umziehen würde, sieht man das hier sehr gut. Es gibt mehrere Möglichkeiten und jetzt fällt danach auch noch die Sonne. Also das sind wirklich 2 Monate oder es entsteht eine Zeit für euch, die ist sehr kreativ. Und da könnt ihr aus vielen verschiedenen Möglichkeiten etwas Schönes zaubern, das euch auch sehr stabilisiert. Das Umfeld wirkt sehr schön auf euch und es sieht euch irgendwie auch so auf dem Weg. Das Thema Freundschaften könnte wichtig werden. Auch hier kommt gute Energie. Das sind hier so Lebensfreunde, Arbeitskollegen, Leute, die irgendwie mit ihrer guten Energie auf eurem Weg mit dabei sind. Natürlich kann es für einen oder anderen auch ein Tier sein. Oder aber auch Menschen aus dem beruflichen Umfeld, die hier sehr schöne, stabilisierende Energien mitbringen. Das Thema Freundschaften könnte wichtig werden, sich selbst treu bleiben, der empfangende Teil auch. Und ihr schaut hier direkt in die Veränderung rein, die euch aus einem Umweg rausholt und die hier sehr erdend ist für euch. Familiäre Veränderungen können anstehen, Sachen auch mit Geschwistern, wo irgendwo kleinere Umwege zu einem geraderen werden. Ich habe hier eine emotionale Wandlung, hier ist auch so ein Bereich, wo bin ich sehr sensibel, wo bin ich feinfühlig, wo traue ich vielleicht auch oft meiner Intuition nicht und ihr habt hier Sonne, Mond nebeneinander, das ist immer das Gleichgewicht auch oder der männliche und der weibliche Teil, geben und nehmen. Vertraut hier wieder mehr eurer Intuition, hört auf eure Gefühle, dann habt ihr hier die Ernte. Was ich aber auch sehen kann, ist, dass ein Thema, das sehr herausfordernd war im Bereich Beziehungen, Vertraglichkeiten, Bindungen, emotional nochmal triggern kann. Aber ihr habt hier emotionale Ernte auch dabei, ne? Also irgendetwas, was euch längere Zeit auch Schatten mitgebracht hat oder wo die Seele sehr gesprochen hat, kann sich hier sehr gut für euch regeln. Auch langfristig, ne? Hier sind plötzliche Veränderungen, plötzliche neue Wege. Man sieht hier aber auch die kurze Zündschnur, ne? Man kann hier schon auch mal so sagen, ich fühle mich getriggert und lasse jetzt das mal raus, was ich vielleicht vorher zurückgehalten habe. Weil es dient auf jeden Fall eurem Frieden. Ihr habt hier die Quelle, das kleine Wasserbächlein im Wald. Vielleicht ist das Element Wasser und Erde auch wichtig für euch. Vielleicht gibt es auch in eurer Nähe eine, wo ihr mal hingehen könnt und auftanken. So, dann, was sagen die Kipperkarten? Das war klar. Es geht sehr viel um das Thema Arbeit, Beruf, Berufung und neue Verträge im Bereich der Arbeit oder auch Beziehungsthemen, die hier eine Rolle spielen. Verbindlichkeiten oder aber auch wir haben hier den Ring noch drunter, ne, dass Arbeit auf dem Beziehungsleben ansteht. Ist ja immer mit Arbeit auch verbunden. Gerade auch wenn die Trigger groß sind. So, von den Vögelchen habt ihr den Grünfink.
Ich fliege in dein Leben und bringe dir Sicherheit, Schutz und Fülle. Gestalte dein Leben selbstsicher mit deiner eigenen Kraft und die Fülle des Universums steht für dich bereit. So, welche Pflanze begleitet euch für die nächsten 1-2 Monate? Ja, guckt mal, hier ist die Ernte und hier habt ihr die Erntezeit. Hier ist es das Blühen der Kornrade, zeigt an, dass die Ernte bevorsteht. Begrüße Fülle, Reichtum und Segen. Also in irgendeinem Fall werdet ihr hier ernten, aber ich sehe es hier auch vor allem im Bereich Arbeit, Beziehung und Emotionen. Also so was Ähnliches auch wie emotionale Fülle. So, ihr habt hier den Zauber des Mondlichtes, das hat sich umgedreht. Hier geht es, habt ihr nochmal den Mond, ne? Es geht um die Magie des Mondes und um dieses helle Gestirn, das hier inmitten der Nacht ganz hell leuchtet für euch. Ihr seid hier vielleicht auch sensitiver für diese ganzen Naturwesen oder für die Energie überhaupt. Und das Licht des Mondscheins schützt euch. Ihr fühlt euch gut damit, in Sicherheit, verbunden. Hier ist auch viel, dass man lauscht und dass einem irgendwo, hier bei euch sieht man sehr viel Natur, vielleicht da auch Botschaften entgegenkommen. Und möglicherweise könnt ihr in diesem Bereich selber auch ganz gut was weitergeben. So, wir nehmen eine Karte für die Fülle. Für euer Fülle-Denken. Und da habt ihr blende Ablenkungen aus. Deine Lebensaufgabe und andere Prioritäten bedürfen deiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Und hier geht es einfach darum, dass ihr mal guckt, mit was verbringt ihr Zeit, wo lasst ihr euch zerstreuen, gerade auch Elektronik, Handy und so weiter. Wie viel Zeit verbringt man da? Ihr wisst es selber am besten. Der eine guckt Fernsehen, der andere träumt nur vor sich hin oder lenkt sich halt so viel ab, dass die Zeit, die man eigentlich für seine Arbeit oder für seine Dinge braucht, die Fülle hervorbringen, eben ein bisschen in den Hintergrund treten. So, dann also hier ist wirklich Ernte mal 3 und unterm Deck habt ihr noch, nutzt die Kraft der Musik, hier ist Schwingungsveränderung, das macht irgendetwas mit euch und möglicherweise ist es auch sehr belebend. Also liebe Fische, Ernte mal 3, auch emotional, etwas zahlt sich für euch aus. Ich wünsche euch schöne 1-2 Monate, ich drücke euch und bis bald.